bin sehr froh, wenn Marco das Tor sehen sollte, dass er sich hoffentlich ein bisschen drüber freut. In den ersten Minuten hast du mal einen ordentlichen Sprint nach hinten angezogen. Sprinten an sich scheint ein Ding von dir zu sein in dieser Saison. Du gehörst zu den Top-Sprintern in der Liga. Jetzt nicht, was die Geschwindigkeit angeht, sondern was die Anzahl der Sprints angeht. Warum? Ich weiß es gar nicht. Also vielleicht liegt es an der Geschwindigkeit, dass ich dann öfter in der Lage bin zu sprinten. Aber nee, ich glaube, das ist einfach, eigentlich ist unser Spiel schon sehr intensiv. Also Sabi ist auch jemand, der sehr, sehr viel sprintet, auch sehr, sehr viele Wege nach hinten macht und wir sind natürlich auch ein bisschen gefordert. Es ist immer schwierig, wenn du gerade mit Felix jetzt auch einen Sechser nur hast, der kann nicht alle Bereiche abdecken und manchmal ist es fast schon wie so ein Basketballspiel, vorne, hinten und das gehört einfach auch ein Stück weit dazu. Ich glaube, ich versuche das, was ich kann, hier für den Verein in die Waagschale zu werfen und wenn Sprinten dazugehört, dann bin ich froh, dass ich viele Sprints reinfangen kann. Klar hatten wir ein bisschen Glück dabei. Nach dem 1:0 hatten die eine Riesenchance, aber verteidigen wir einfach mit allen Mann. Ja, es war ein bisschen fahrlässig dann auch, indem wir den Ball verloren haben. Und Greg rettet uns natürlich sensationell. Und dann kam ein bisschen Glück dazu. Dein Tor hatte eine Torwahrscheinlichkeit von 2,1%. Unter den Top 5 der unwahrscheinlichsten Tore. Warst du auch ein bisschen überrascht, dass der reinging? Also ja, vielleicht ein bisschen, weil es war schon weit. Und ich glaube, der Torwart dachte auch nicht, dass ich schieße. Deswegen, und er hat, glaube ich, nicht viel gesehen. Deswegen war es schwierig für ihn am Ende. Aber ja, ich bin einfach glücklich, dass er reingegangen ist. Also 2,1% kann man schon sagen. Ja, sehr gut. Wir haben bei BVB TV Lippenleser zu Hause. Okay. Nimm uns mal mit in die Szene vor dem Freistoß. Ich mach das. Stimmt das? Hast du das zu Sabi gesagt? Ja, weil er schießt ja auch gerne Freischüsse und wir sind immer ein bisschen am Diskutieren, weil es auch ein bisschen um die Position oft geht. Es gab auch schon mal Situationen in Wolfsburg im DFB-Pokal zum Beispiel, da war es mir einen Ticken zu weit weg. Also da war ich der Meinung, dass der Torwart den eher halten wird, als wenn der Sabi schießt. Und er hatte erst einen Krampf. Ich wusste gar nicht, woher er die Power nimmt, dass er noch schießen will. Aber dann hatte ich ihm gesagt, ich mache das. Und die Jungs waren auch alle, also sie hatten sehr, sehr großen Vertrauen in mich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Vertrauen auch dann, oder dem Vertrauen gerecht werden kann. Hat ja auch gut funktioniert dann. Glaubst du, in Los Angeles hat heute einer ganz genau hingeguckt bei dem Freistoß? Also wir waren uns einig, so ein bisschen kick it like Reus. Ich hoffe, er ist sehr, sehr stolz, ja. Nee, ich hatte ja schon zwei wirklich gute Freischussschützen, von denen ich mir vieles abgucken konnte. Und natürlich war einer davon Marco, logisch. Aber ich finde auch, dass Paco Alcázar damals sensationeller Freischussschütze war. Und ich konnte mir von den beiden sehr, sehr viel abgucken. Was mir für meine heutige, ich nenne es jetzt mal meine eigene Technik, so ein bisschen geholfen hat. Und ich bin sehr froh, wenn Marco das Tor sehen sollte, dass er sich hoffentlich ein bisschen drüber freut.
Inwiefern war das heute der souveränste Saisonsieg? Das ist so gut. Das ist wirklich mit heute Abend oder ja doch heute die beste Frage, die ich bisher gekriegt habe. Also da muss ich sogar fast ein bisschen grübeln. Es ist schon eine sehr, sehr solide und einfach, ja, es ist eine gute, ja, es ist vermutlich die beste, ja. Wir hatten viele Chancen, viele gute Möglichkeiten. Die haben auch, wenn wir sie reingedrückt haben, mit 11 Mann verteidigt. Das war schon anspruchsvoll, da Chancen herauszuspielen. Dafür hatten wir echt viele heute. Ja, hätten, wenn wir es besser machen, das eine oder andere Tor mehr schießen können, aber am Ende 4-0 ist völlig in Ordnung. Gutes Spiel, insgesamt ein gutes Spiel. Obwohl die in der ersten Halbzeit ein paar Tormöglichkeiten hatten, fand ich, es war ein gutes Spiel. Kontrolliert bis zum Ende. Ja, war gut. Es hat alles angefangen mit Pressing. Wir haben ein unglaublich gutes Pressing heute gespielt, hatten sehr gute Ballgewinne, was natürlich dann die gegnerische Mannschaft dann ein bisschen verunsichert, sage ich mal. Ist völlig normal und ja, dann spielen wir klar nach vorne, noch besser als in der Anfangsphase der Saison und ja, das zeichnet sich dann aus. Es ist einfach, wir müssen weiter arbeiten von Tag zu Tag und heute haben wir den nächsten Schritt gemacht, einen richtig guten Schritt gemacht. Natürlich hinken wir in der Bundesliga hinterher. Wir müssen punkten. Wir haben einen großen Rückstand bis zur Spitze, das ist auf jeden Fall. Und nichtsdestotrotz wollen wir es uns einfach selber beweisen. So, wir haben jetzt einen guten Anfang gemacht. Wir haben jetzt das Auswärtsspiel in der Champions League. Champions League können wir auch einen sehr, 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 sehr großen Schritt machen. Und haben dann nochmal ein Heimspiel, wo es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen emotionaler wird. So. Und es kann eine gute Woche werden. Es ist wirklich eine gute Basis jetzt gelegt. Und jetzt müssen wir uns darauf fokussieren, in Zagreb am besten zu gewinnen.